Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute bin ich endlich mal wieder im Schwarzwald unterwegs und zeige euch mal zwei echte Oldies. Hier und da stehen nämlich echt noch so ein paar Raritäten. Man muss nur wissen, wo sie stehen, beziehungsweise echt danach suchen, aber es gibt sie tatsächlich. Ja, die erste Anlage, die ich euch hier zeigen will, ist eine kleine süße Nordex N29 250 kW auf der Fernhöhe in der Nähe von Furtwangen. Ja, ich bin hier echt über 1000 Meter wieder, also relativ hoch. Ja, und die Anlage steht hier seit 1996, also hat auch schon 25 Jahre auf dem Buckel, aber sie läuft echt noch wie geschmiert. Richtig cooles kleines Teil. Ich kenne die Anlage vom Vorbeifahren, aber habe hier noch nie angehalten. Ich mache ja noch nicht so lange Videos und ich dachte, heute ist echt geiles Wetter, geht auch eine schöne Brise. Und ich muss echt mal hierher kommen und die Anlage filmen. Richtig geiles kleines Teil. Habe ich so auch noch nie gesehen von Nordex. Aber echt cool, ja, mal so ein Oldie von Nordex zu sehen. Mal so die Anfänge vom Hersteller zu sehen. Die läuft echt noch richtig gut. Ja, Nabenhöhe glaube ich 51 Meter. Sehr schönes Ding. Ja, fahren wir doch mal hin und schauen uns das mal von nahem an. So, jetzt stehe ich hier unterhalb von der Anlage. Richtig geiles Retro-Teil. Haha, richtig cool. Ja, 51 Meter Gittermast. Sieht auch so aus, als ob der noch als Funkturm genutzt wird. Hier sind noch so ein paar Empfänger dran. Die läuft echt noch wie geschmiert. Richtig cool. Eine ganz alte Nordex. Cooles Design auch. Das Maschinenhaus sieht echt aus wie so ein Baseball. Ha, witzig. Ja, hier sieht man jetzt auch schön die Leiter. Hier innen geht es die Leiter hoch, muss man noch hochklettern. Hier in der Mitte ist dann so ein Podest. Und dann geht es hoch zum Maschinenhaus. Ach, ist bestimmt saueng da drin. Da hat man ja bestimmt überhaupt keinen Platz drin. Da wird auch, glaube ich, oben dann die komplette Luke aufgeklappt, dass man da überhaupt drin stehen kann, weil ansonsten kann man da nicht drin stehen, das ist zu mini. Ja, ich habe die letzten Tage die ersten Bilder von der neuen Nordex N163 Delta 4000 gesehen mit 5,7 Megawatt. Wurde jetzt gerade der Prototyp aufgebaut. Das ist echt ein richtig fettes Teil. Und wenn man jetzt hier die kleine mal daneben stellen würde, schon der Hammer, ey. Aber echt geil, mal so die Anfänge von Nordex zu sehen. Richtig cool. Ja, die neue Anlage, die N163, das ein Blatt ist da größer als die Anlage hier überhaupt hoch ist. Das ist schon echt der Wahnsinn. Die würde ich echt gern mal so nebeneinander sehen. Paderborner Land, so sieht man das ja noch häufiger, wo so ganz kleine Anlagen neben größeren stehen. Ja, das hier ist jetzt nur leider eine vereinzelte, aber echt cool, dass hier noch so Raritäten rumstehen. So, hier sieht man sie jetzt nochmal schön von vorne. Die macht echt gut Umdrehungen heute. Richtig cool. Der Turm ist auch echt ziemlich am Wackeln. Hier sind irgendwie noch so Drahtverstrebungen in der Mitte. Aber auch außen die einzelnen Verstrebungen, die wackeln ganz schön. Richtig geiles Retro-Teil. Ja, ich glaube, der Typ hier hat jetzt eine etwas neuere Narbe. Die ist ein bisschen rundlicher. Ich glaube, die älteren Modelle und auch die N27, da ist die Narbe etwas flacher und auch die Blattadapter sind da, glaube ich, separat. Hier ist das alles an einem Stück. Ach, geil, ey. Krass, ey, wie
wie schnell die Entwicklung so in den letzten 20 Jahren vorangeschritten ist. Wenn man sich jetzt die neue Delta 4000 anschaut, das ist schon echt der Wahnsinn. Da fragt man sich manchmal echt, ja, wo geht das noch hin? Wo sind die Grenzen? Schon der Hammer. Aber finde ich echt cool, dass ja, so alte Dinger hier noch stehen und man die noch laufen lässt. Die sieht auch echt noch gut aus. Also ich sehe jetzt hier keine größeren Schäden oder Abnutzung. Die sieht echt noch gut in Schuss aus. Cooles Teil. Ah, ich hoffe, die bleibt hier noch eine Weile stehen. So, von hier aus sieht man sie jetzt nochmal schön von der anderen Seite in voller Größe. Richtig cooles Teil. Oh, wenn ich irgendwann mal ein Grundstück hätte, würde ich mir auch so eine alte Anlage kaufen, die ein bisschen aufpolieren und mir auf mein Gelände stellen. Richtig cool. Aber die ist echt ganz schön am Klappern hier. Ah, geht eine leichte, kühle Brise heute Abend. Wird echt schon wieder kälter. Jetzt geht langsam in den Herbst. Sieht man sie nochmal schön von vorne. Krass, ey, was das für Dimensionen sind. Echt winzig. Wie das damals angefangen hat. Und wenn man bedenkt, wie riesig die Dinge heute sind, ey, das ist schon echt der Wahnsinn. Auch echt gerade richtig schönes Licht. Ja, bin mal gespannt, wie die Anlage noch läuft. Wie es mit Repowering hier aussieht, könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig wird. Das sind ja echt kleine Anlagen hier. Und hier sind ja überall Höfe in der Nähe. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch artenschutzrechtlich hier schwierig werden könnte. Was man natürlich machen könnte, ja, irgendwie so eine E48, E53 hier hinstellen. Das könnte vielleicht noch gehen, aber ja, eine größere Anlage wird man hier, glaube ich, nicht genehmigt bekommen. Naja, ich werde jetzt noch ein bisschen mit der Drohne rumfliegen. Und ja, dann mache ich mich auf zum nächsten Oldie hier im Schwarzwald. Ja, den nächsten Oldie, den ich euch hier zeigen möchte, ist diese Enercon E33 hier in Breitnau auf dem Howardsattel in der Nähe von Freiburg. Ja, ich habe schon mal ein Video von der Anlage gemacht, kennen manche von euch vielleicht, aber die Anlage liegt hier auch auf dem Weg. Und ich dachte, ich fahre hier unbedingt nochmal vorbei. Drohne habe ich ja auch dabei. Ja, und echt cool, dass die auch läuft. Die Anlage steht nämlich häufiger mal, aber die läuft auch noch wie am Schnürchen. Und ist sogar ein Stück älter als die Nordex. Die Anlage ist von 1992, also schon 29 Jahre alt, aber sie läuft immer noch. Das nenne ich mal gute deutsche Ingenieurstechnik. Ja, 34 Meter Nabenhöhe, 280 kW, also ein bisschen leistungsstärker wie die Nordex. Ja, so ging es los mit Enercon. Richtig cool in den 80ern, als ja, der Windkraftpionier Alois Wobben die ersten Enercon-Anlagen designt hat. Ja, echt traurig, dass er jetzt verstorben ist. Das war echt ein Pionier der Windkraft und ja, auch echt so die gute Seele von Enercon. Da ging es Enercon noch gut und ja, quasi hat als Familienunternehmen angefangen. Ja, und ist dann halt relativ stark gewachsen und jetzt stecken sie leider echt ziemlich in der Krise. Und es werden, ja, sind viele Entscheidungen getroffen worden, die ich ja, nicht so toll finde. Ja, viele Anlagenmodelle abgeschafft. Ich habe es jetzt die letzten Tage nochmal gesehen, das Anlagenportfolio wurde echt nochmal krass zusammengestutzt. Also echt viele coole Typen rausgeworfen. Müssen halt echt Kosten gespart werden. Ja, was allerdings ziemlich cool ist, ja, die E33 hier, die hat halt echt auch noch so eine Gondel wie so ein Container. Und
Ja, dahin geht Enercon jetzt nochmal zurück tatsächlich. Also die neuen Anlagen, die E160 mit der Enercell, wo die ganzen elektrischen Komponenten in der Gondel sind. Die wird ja auch nochmal dieses kastenförmige Design haben. Habe ich die letzten Tage auch Bilder gesehen. Sieht schon verrückt aus. Ja, nur die Anlage hier, die hatte jetzt noch ein Getriebe. Bei der Enercell kommt ja dann noch der fette Ringgenerator davor. Da bin ich echt gespannt. Also nächstes Jahr soll, glaube ich, der Prototyp gebaut werden. Ja, back to the roots. So, jetzt stehe ich nochmal direkt unten drunter und die Kleine gibt gerade echt richtig Gas. Der Wind ist ein bisschen aufgefrischt und die macht echt ziemlich Umdrehungen hier. Ist auch echt ulkig mit diesem Mini-Turm. 34 Meter. Echt super schlank. Aber das Maschinenhaus, das ist auch echt, das klappert ziemlich. Das hört sich an, als ob das jeden Moment auseinanderfällt. Ist auch echt laut. Hat halt noch ein Getriebe. Die sind immer ein bisschen lauter. Richtig geile Retro-Enercon-Anlage. Super cool, dass die hier steht. Ja, jetzt muss man sich das Ganze nur noch mal größer vorstellen und mit einem Ringgenerator davor, dann hat man die Enercell. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das Maschinenhaus hier ist. Das hat vielleicht ja, 3 Meter oder so. Und die Enercell wird ja 14 Meter lang. Also es wird echt wird aussehen wie so ein Schiffscontainer im Prinzip. Bin ich echt gespannt, wie das aussehen wird. Die Anzeige ist leider immer noch tot, wie beim letzten Mal. Windkraftanlage Breitner-Hobart, so heißt sie. Da sind mal so ein paar Daten. 280 kW, Turmhöhe 34 Meter. Krass, Gewicht der Gondel 20 Tonnen, doch so viel. Krass. Ja, und hier stehe ich nochmal unten drunter jetzt. Ah, ist so krass, und diese Mini-Turm. Die Rotorblätter so vorbeizischen. Die gibt auch richtig Gas gerade. Richtig windig. Geiles Teil, ey. Der Turm ist wahrscheinlich echt unzerstörbar aus Beton. Boah, gibt echt Vollgas gerade, ey. Krasses Teil. Wahnsinn. So, jetzt bin die Anlage nochmal schön von der anderen Seite. Es ist echt krass, also jetzt ist gerade mal 7:45 und die Sonne ist schon komplett untergegangen. Hier hinten sieht man es noch, hier ist noch schöner roter Himmel. Aber das ist echt krass, das geht jetzt echt ruckzuck. Echt schon super herbstlich, super früh dunkel. Und es ist jetzt auch echt richtig frisch. Also ich werde mich jetzt echt gleich auf den Heimweg machen. Und die Kleine, schön läuft sie. Ja, Repowering wird hier wahrscheinlich auch schwierig, könnte ich mir vorstellen. Es sei denn mit einer Anlage vergleichbarer Größe. Die E33 gab es ja auch mal als Neuauflage mit 330 kW, glaube ich. Auch mit dem eiförmigen Maschinenhaus und ja, den HKS-Adaptern an den Flügeln. Weiß ich gar nicht, ob die noch produziert wird überhaupt. Ja, also eine Anlage vergleichbarer Größe könnte ich mir vorstellen. Aber was Größeres denke ich eher nicht. Wahrscheinlich auch wieder schwierig mit Artenschutz und ja, auch zu nah an der nächsten Wohnbebauung. Aber sie läuft ja noch.
kann er noch ein bisschen stehen. Richtig geile Retro-Anlage. Ja, ich verabschiede mich dann hier an der Stelle. Mir wird es gerade echt richtig kalt. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Jetzt habe ich euch mal 2 Oldies hier aus dem Schwarzwald gezeigt. Gerne wieder Kommentare schreiben. Im Anschluss folgt wieder ein kleines Drohnenvideo. Echt wieder schöne Aufnahmen geworden. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Macht's gut, halt die Ohren steif und bis bald.